Ja, der VT600D von Vantura. Hier steht er, ein ganz tolles Wohnmobil. Ja, mit einem Aufstelldach und Riesenplatz, Kastenwagensegment. Ja, es explodiert geradezu. Hier ist einmal Dimitri. Ich grüße dich, Dimitri. Hallo Sven, hi, grüß dich. Ja, und hier haben wir unsere Anfängerin im Bereich Camping. Ich grüße dich, Patricia. Hallo. Du kommst aus dem Radio, so das Thema Camping hast du vorher noch nie gemacht? Nein, noch nie. Noch nie. Du wirst uns jetzt mal bereitstehen, um das Ganze mal zu testen, ob das für dich als Frau auch so angenehm ist. Das Thema Camping, hast du das jemals so in Betracht gezogen bisher? Noch nicht, aber das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Das ist so, wir stehen auf dem Caravan-Salon 2020 und ja, schauen uns heute mal ein Fahrzeug an, was maximalen Raum bietet für zum Beispiel 4 Personen. Tatsächlich, den 600D ist absolut ein Fahrzeug, wo da liegt der Fokus, muss man auch sagen, eher so im Sitzbereich. Das wird man gleich sehen, wenn man ins Fahrzeug reinkommt. Extrem breiter Eingang, ein Sitzbereich, die eigentlich nichts Vergleichbares gibt. Gut, das heißt, ich hab unten eine richtige Lounge, was ich schon gesehen habe, das gibt es hier wahrscheinlich auch. Man kann den Sitz auseinanderschieben, gell? Ja, genau richtig. Das zieht sich eigentlich in das komplette Ventur-Konzept durch. Die herausziehbare Sitzbank, die Lounge-Funktion, die eigentlich in jeder, sowohl in die Querschläfer als auch in die Längsschläfer zu bedienen ist. So, ich zeige das mal gerade, ich filme es mal gerade ab. Wir liegen hier bei 65.704 €. Das ist ein Vantura 600D auf Fiat 2,3 Liter Multijet mit 160 PS. Fairerweise muss man dazu sagen, die 160 PS im neuen Fiat, die fühlen sich fast an wie 200 PS. Die Motoren, die sind viel, viel agiler geworden. Genau, richtig. Es ist so, dass der Motor von 120 PS auf 140 PS quasi nichts anderes ist als ein Update, was er kriegt. Bei den 160 PS ist es schon ein ganz anderer Motor, 2,3 Liter. Genau, das Fahrzeug ist eigentlich, muss man schon sagen, komplett ausgestattet mit Prime-Paket, also alles, was eigentlich geht. Auch mit Aufstelldach und etc. Also das ist schon ein ordentlich ausgestattetes Fahrzeug, muss man schon so sagen. So, Aufstelldach habe ich auch. Genau. Das können wir uns gleich mal anschauen. Das ist relativ hoch, das Fahrzeug. Wenn das Aufstelldach drauf ist, bin ich auf dem Campingplatz über allem, oder? Das heißt, ich kann so richtig schön rausgucken. Ich kann über die Wohnwagen gucken, kann eventuell aufs Meer gucken, auch aus der zweiten Reihe, oder? Ja, ich bestätige das einfach mal, weil es sich gut anhört. Ich habe schon gemacht, deswegen. Tatsächlich, nee, ich stand tatsächlich selber auch vor ein paar Wochen direkt am Bremerhaven, direkt am Meer und das war einfach genial. Muss man schon sagen. Vor allem auch jetzt mit das neue Konzept, wo man das Aufstelldach komplett das Cabrio-Funktion quasi bedienen kann. Man kann es auch so schließen, dass nur das Fliegengitter dann quasi... Wahnsinn. Ja, und dann komplett schließen. Also das ist schon echt gut. Was jetzt auch neu ist, dass das Dach, trotz Aufstelldach, ein kleines Heki eingebaut werden Warte, ich zeige das mal gerade. Das war nämlich vorher immer ein Riesenproblem. Genau, es war immer sehr dunkel. Sehr, ja, tatsächlich. Und auch für die Verlüftung, das ist schon echt gut. Ab die 6 Meter Fahrzeuge ist es möglich. Genau. So. Und ich sage jetzt mal, optional könnte man natürlich auch die Klimaanlage, die Nachfrage nach Klimaanlage ist mittlerweile extrem hoch. Es wird auch immer wärmer. Die würde dann auch funktionieren bei dem Grundriss. Ja, der Vorteil ist bei einer Klimaanlage, die entfeuchtet. Das heißt, also es gibt ja auch schon mal so Tage wie heute, es hat geregnet, da sind 22 Grad draußen, Genau. Innen drin ist es muffig. Genau. Einfach Klimaanlage anmachen, Entfeuchtungsfunktion. Genau. Ist das sehr, sehr teuer, so eine Klimaanlage? Ungefähr 2,5 oder was? Ja, man muss schon mit 2.000 € rechnen. Es gibt natürlich verschiedene Varianten, welche die auch heizen und dann da muss man bei den Zubehör oder mit den Händlern natürlich ins Gespräch gehen und gucken, was für sich richtig ist. So, wir werden das Ganze jetzt mal testen. Wenn du mal so lieb bist, mal reingehst von der anderen Seite, von innen, Patricia. Von innen? Genau, geh ruhig mal rein. Man kann theoretisch von außen rein, aber die Türen sind ja dann zu und wenn die zu sind, dann kann ich rausgucken. Das heißt also, ich habe zweimal Fenster mit drin, habe aber keine große Klapptür, das gibt es in dem Segment nicht, sondern habe dann 2 Fenster mit dem Vorteil, wenn die Fahrräder mal hinten drauf sind, ja, kann ich mir das Fenster holen, wo man wenigstens noch durchgucken kann, oder? Genau. Bei uns ist es eigentlich auch so gedacht, dass wir haben das Konzept so gebaut, dass wir die Fahrräder ins Fahrzeug mitnehmen könnten. Genau, wäre eine Möglichkeit. Soll ich die Tür mal schließen? Oder? Genau, wenn du mal kurz mal eine zumachst. Und da stellt sich für mich direkt die Frage, es gibt ja für das Fahrzeug auch solche Fliegenschutz, die man einfach anbringen kann, dass man die Tür auflassen kann, gell? Genau. Genau, das kann man anbringen. Es gibt, glaube ich, nichts, was es nicht gibt für den Fiat Ducato. Nee, mittlerweile nicht mehr. Nee. Das ist tatsächlich ein sehr interessantes Konzept auch, dass man die Fliegenschutztür quasi hier hinten im Heck einbauen kann. Ja. Wir bieten das ab Werk noch nicht an. Aber es gibt es im Zubehör, das habe ich schon gesehen. Genau. Ja, stark ist erstmal so der Wohlfühlfaktor. Sorry, dass ich dich im Moment ein bisschen reduziere auf das Probeliegen, aber ich kann es nicht zeitgleich machen. Wenn du mir mal verrätst, wie lang du bist heute. Ich bin 1,67. 1,67. Wenn du dich einfach mal hinlegst, mal komplett. Das ist jetzt
So, 1,67 Meter, die Breite von dem Fahrzeug, sie passt jetzt gut rein. Was ist denn mit jemand, der 2 Meter groß ist? Der sollte nach oben, oder? Ja, das sollte eher nach oben oder tatsächlich auf Quer. die Längsbetten gehen. Es geht auch querschlafen, wenn man natürlich alleine unterwegs ist, aber dann ist das Fahrzeug nicht so geeignet, sage ich jetzt mal, mit dem Querbett. Aber für dich wäre es okay, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist auch sehr, sehr bequem und ich würde mich hier wohlfühlen, ja. Genau, du hast auch eine Freundin, die ungefähr so groß ist wie du. Ja. Das Mädelsauto, ich habe schon direkt gesehen, ja. Die Schränke oben, ist das ordentlich für dich? Farbe, sag mal, Patricia, braun, ist das deine Farbe? Ist das so eine junge Farbe oder ist es okay für dich, die Farbe? Ich würde sagen, es ist so ein modernes Braun. Also mir würde es persönlich gefallen. Auch gerade mit dem Weiß ist wirklich sehr schön. Das passt. Ja, ist ja immer so eine Sache. Das, was heute modern ist, ist in 5 Jahren, sagen die Leute, um Gottes Willen, warum haben die sich dafür entschieden? So, die Trends kommen aus der Möbelindustrie, oder? Bei euch. Das heißt, ihr guckt euch an, was also auch innen im Moment gefragt ist? Ja, ja, absolut. Wir haben auch einen Designer, der Sven Lutzak, ist auch in Stuttgart, ist Rocket Camper, ist eigentlich auch ein Händler von uns, der sich in dem Thema sehr gut auskennt. Und genau, man muss schon sagen, dass wir da so versuchen, auch ein bisschen zeitlos zu sein. Es ist trotzdem, ja, man sieht auch an dem Design von den Schränken eigentlich, dass man da auch versucht, das Raumgefühl zu optimieren und trotzdem in den Schranken ganz viel Staufläche hat. Ja, Staufläche. Ihr habt den Tank, den Wassertank unter dem Fahrzeug. Das ist, glaube ich, das habt ihr, glaube ich, als einziger, oder? Nein, tatsächlich, seit kurzem. Wir haben einen Wettbewerber, die gerne... Die haben das abgeguckt? Tatsächlich, die gerne mal so Sachen von uns abguckt, sage ich jetzt mal. Wir werden jetzt keine Namen nennen. Ja, gut, da ist jetzt auch die Schöpfungshöhe ist ja nicht so groß, aber es ist schon Aufwand. Ich zeige das mal gerade, der ist isoliert und beheizt. Genau, richtig. Und das ist auch genau das, was man drauf achten muss. Sind meistens die Sachen, was man nicht sieht. Kleinigkeiten. Ja. Genau, und das ist auch das, was wir gegen den Wettbewerb eigentlich, was wir definitiv besser machen. Der Wassertank ist beheizt und isoliert, ist serienmäßig. Genau, wenn du gerade so lieb bist, das mal aufmachst, dass wir noch mal reingucken können. Genau, gerne. Da haben wir ihn drin. Ist das jetzt eine Druckpumpe oder eine Saugpumpe, die drin ist? Das ist nicht so schlimm. Es sieht aber so aus, als wäre die Pumpe im Wassertank drin. Das heißt, die geht auf und die drückt das hoch. Ja. Da sind nämlich auch die Kabel drin, die da rein verschwinden. Ja. Sehr schön. Ja, zusätzlicher Stauraum. Ihr versprecht 40% mehr Stauraum. Wenn der Tank unten drunter ist, das geht dann, oder? Genau. Nicht nur der Tank, die entfällt hier im Heck, sondern auch alles auf Dieselheizung. Sprich, ausschließlich nur noch eine Gasflasche. Ich mache das mal kurz auf. Eine 3 Kilo Gasflasche, die ausschließlich noch zum Kochen verwendet wird. Und, okay. Und die hält wirklich lange. Also ich kann Ihnen sagen, eine 3 Kilo Gasflasche nur zum Kochen hält lange. Ist das denn okay mit dem Kühlschrank, sage ich jetzt mal, den auf 12 Volt zu betreiben? Ist da nicht die Batterie schnell leer oder Nein, geht das? Also tatsächlich nicht. Ich wohne aktuell selber in Kastenwagen. Tatsächlich. Du wohnst im Kastenwagen? Ja, tatsächlich. Und ich stehe so oft autark. Es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn man sehr lange Tag stehen möchte, eine zweite Aufbaubatterie oder Solar- oder Lithiumbatterie nachzurüsten. Für mich ist es absolut nicht notwendig, aber das hängt natürlich auch zusammen mit, möchte man einen Fernseher, möchte man einen Kaffeesatzautomaten oder sonst was. Nein, aber die 12 Volt Kühlschränken, wir haben auch die neue Generation von Vitrifrigo, die enthält... Der Kühlschrank. Genau, Kühlschrank. Ich mache jetzt mal eins. Ich setze mich mal kurz hier rein. Die Patricia, die darf mal jetzt mal was machen. Die darf mal kurz da hochgehen. Ist es okay, wenn sie mal kurz hochdreht? Absolut, ja. Absolut, denn da oben könnte man im Aufstelldach natürlich schlafen. Ja. Und auch da stellt sich ja die Frage, wie bequem ist es da oben? Wie kommt man da hoch? Jetzt ist die Patricia sportlich, das weiß ich. Aber das ist natürlich für jemand, der nicht mehr so gut zu Fuß ist das natürlich nicht so gut, oder? Jein. Also es ist schon echt sehr bequem. Also der Leiter, der lässt sich zusammenklappen, die kann man auch verstauen. Ist auch hier arretiert. Also wir haben auch darauf geachtet, dass er da nicht wegrutscht. Also eigentlich ein ganz einfaches System. Aber das ganze Konzept von das Dach ist eigentlich echt genial. Man kann auch gerne mal reinschauen. Also was mir zunächst mal auffällt, ist das Design von den Polstern. Ich habe sogar einen Seitenhalt habe ich auf den hinteren Sitzen drauf. Das heißt, ihr habt so Backen ausgeformt, man ist nicht ganz platt. Das ist beides möglich und man kann sie ausziehen. Zeig mir das nochmal. Genau, ein cooles Konzept. Was wir hier eingebaut haben, sind die Einzelsitze. Die haben natürlich auch alle Isofix, natürlich für Kinderschalen und so. Die Sitze lassen sich ausschieben und dann auch noch mal nach vorne raus. Jetzt mal eine Frage, kann ich denn das auch während der Fahrt so lassen? Das heißt, ich kann die Kinder auseinanderschieben, wenn die sich streiten. Genau. Kann zum Beispiel die Mama hinten hin, die kann das mal schlichten so und die hat dann mehr Platz, oder? So ist es, ja. Das ist ja genial gelöst, oder?
Das ist schon echt eine sehr gute Lösung. Das ist auch eine extrem beliebte Option, keine Option, das ist eigentlich schon in die Fahrzeuge serienmäßig eingebaut. So, und ich gehe mal ganz kurz hoch, dann zeige ich mal die Patricia. Die hat sich schon gemütlich gemacht. Ja, guten Morgen. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Vor allem hier oben ist es deutlich größer nochmal als unten. Deutlich größer, gell? Ja, und das hier finde ich wirklich sehr, sehr praktisch. Ich zeige das mal gerade. Es ist wie im Flugzeug hier. Ja, so ein bisschen. Original, denn ich habe hier oben eine USB-Steckdose mit drin. Genau, an beiden Seiten haben wir die Ablagefläche, USB-Steckdose, also Ladestation. An der anderen Seite ist auch noch ein Warmluftausströmer, extrem wichtig. Ist direkt, warte, ich zeige es mal gerade, ein Warmluftausströmer. Oben. Genau, hier oben im Dach. Genau, wenn man die Heizung anmacht, dann hat man es auch echt angenehm, bequem da oben. Und natürlich auch den Lichtschalter für die LED-Beleuchtung. Es gibt auch nochmal im Dach ganz oben nochmal 2 Drückknöpfe für die LED-Beleuchtung. Und genau, das ist eigentlich an alles gedacht. Ja, die LED-Beleuchtung, die ist ja in der Seite direkt eingelassen. Da haben viele darauf verzichtet. Das heißt, die nehmen sich dann irgendwelche Taschenlampen mit. Das brauche ich hier nicht. Nee, das brauchen Sie absolut. Da oben ist sie drin. Ist es möglich, die mal anzumachen, die LED-Beleuchtung? Oder? Absolut, ja. Mach mal bitte. So, er sucht jetzt mal kurz. Ich muss jetzt. Da vorne ist der Schalter. Genau. So, den Hauptschalter machen wir jetzt mal an. Ja, im Messebetrieb, da drückt jeder überall drauf. Aber das müssen die Fahrzeuge aushalten, oder? Ja, da müssen die durch. Ist das genial. Ist es dimmbar? Nein, dimmbar ist es nicht. Darauf haben wir verzichtet. Genau, es gibt dann noch zusätzlich 2 LED-Leuchten, die da oben ist natürlich in dem Verdeck. Ja. Kann man eher nicht sehen, sind Drückknöpfe und genau, die gibt es noch. Ja, das Coole ist, man kann das zumachen, einmal Fliegenschutz. Das ist aber jetzt eine Sommersache. Das bedeutet, jetzt im Winter kann es schon mal kalt werden, oder? Ja, im Winter ist es natürlich ein Zeltstoff. Genau, im Winter ist es eher unten, aber für den Sommer und ich sage immer für den Hauptsaison ist es absolut geeignet. Ja, man kann das Fahrzeug ja ganz normal im Straßenverkehr auch einsetzen. Das heißt, wenn ich mich an die Länge gewöhnt habe, kann es sein, dass ich das als einziges Fahrzeug auch habe. Ja, das geht. Das geht. Das machen auch viele. Es gibt einige Leute, die tatsächlich aus einem Alltagsfahrzeug haben, die auch die Kinder damit zur Schule fahren. Genau, das gibt es. Mit 6 Metern Länge. Man gewöhnt sich unglaublich schnell dran. Erstmal vielen Dank, Patricia. Und heute erster Drehtag mit uns beiden, denn die Patricia kommt aus dem Radio, ist Radiomoderatorin, studiert gerade Journalismus und ja, das Thema Camping kommt jetzt auch in den ganz jungen Bereichen mit rein. Das Fahrzeug ist sehr, sehr schick, aber doch, wenn man das so sieht, es wirkt sehr groß, oder? Auf jeden Fall. Also ich würde mich hier wohlfühlen. Fahren, das heißt also, wenn jetzt dein Vater käme und würde sagen, hey Patricia, ich habe dir ein Auto geschenkt, 6 Meter Länge und so weiter, das ist auch gewöhnungsbedürftig so ein bisschen, oder für dich? Auf jeden Fall. Also ich hätte da schon ein bisschen Respekt vor. Aber es ist einfacher, als man denkt, denn Schaltgetriebe ist jetzt hier drin, es gibt es als Automatik. Ihr verkauft immer mehr Automatik. Ja, ganz genau. Automatik, die Nachfrage liegt aktuell mittlerweile schon bei 50%. 50%, ja. Ja, tatsächlich. Da ist eine Wanderautomatik, den neuen Gang von ZF in den neuen Fahrzeugen. Die haben alle Euro 6 Normen jetzt, das heißt, ich komme überall rein. Sind sehr, sehr sparsam. Diesel, richtig? Ja, absolut. Ja, wir sind mittlerweile schon bei Euro 6D Temp. Das ändert sich eigentlich ständig. Wir hatten ja bis letztes Jahr extrem das Thema mit die Euro 6B Fahrzeuge, Dieselfahrzeuge. Ja, nee, genau. Verbrauch so in etwa, naja, das ist wahrscheinlich abhängig. Mein Verbrauch liegt so um bei die 10,5 bis 11 Liter, aber durchschnittlich, und es sind auch die Angaben von Fiat Direct, liegt er bei 9 Liter. Ihr habt eine Dieselheizung auch hier drin? Genau. Das ist von Truma, richtig. Ja. So, Dieselheizung hat den Vorteil, der Kraftstoff kommt aus dem Tank. Direkt das heißt, Tank heraus, so schnell wird das nicht leer und es macht ein gutes Gefühl nachts, genau. Gell? Genau. Also es ist eigentlich ein ganz lustiges Thema. Ich denke mal, man kann sich auch noch einiges an Videos anschauen. Es gibt welche, die mit einem Messgerät natürlich auch die Lautstärke und die Abgasnormen da gemessen haben. Es gibt nichts Besseres als eine Dieselheizung. Das ist einfach Fakt. Wir haben in die Fahrzeuge haben wir 90 Liter Kraftstofftank. Da zieht sich direkt aus dem Kraftstofftank auch den Sprit. Und genau, Kraftstoff hat man eigentlich immer in der Dieselheizung. Die sind absolut nicht laut und stinken nicht so, wie man es kennt. Oder manche Leute haben tatsächlich so ein Bild im Kopf, als würde da so eine weiße Rauchwolke da rauskommen. Ja. Nee, und die sind sehr, sehr sparsam. Das heißt, wir sprechen hier von einigen
oder wenigen 100 Milliliter pro Stunde. Also es ist jetzt nicht so, dass der ganze Tank denn leer ist. Nee. Ja, ein Bad habe ich auch. Und ihr habt ja das neue Raumbad-Konzept verwirklicht? Das Raumbad, wir sind hier in den 600D. Das ist auch das Bad eigentlich bei den Vento. Wir haben bei den 3 anderen Grundrisse haben wir das gleiche Badkonzept und dann bei den 600D haben wir natürlich mehr Platz, weil das Bett natürlich dann ein Stückchen schmäler ist. Man kann es eigentlich ganz normal bedienen wie ein Festbad. Genau, das Licht mal kurz anmachen. Jetzt habe ich dich. Ja, ist schon wieder aus. Okay. Jetzt ist es an und da ist das Bad. Genau, wenn du mich mal kurz reingucken lässt. Das heißt, da ist jetzt die Toilette, die ist drehbar, eine Kassettentoilette drin, Chemie. Gleich auch hier oben öffnen, wie so ein Variobad. Genau, das ist das Raumbad. Was dann magnetisch stehen bleibt. Dann genau, wenn du mir das nochmal zeigst mit den Magneten, mal ganz kurz zum Mitfilmen. Da sind Magnete drin und das klackt einfach an, oder? Tatsächlich. Genau, damit es dann auch so klappt bleibt. An, hält dann. Und jetzt können wir gerne zu zweit sogar hier im Bad. Wir haben circa einen Quadratmeter, wobei wir müssen natürlich ein bisschen Abstand halten. Und da unten ist nämlich die Dusche, da gibt es einen Duschvorhang, den kann ich zuziehen. Genau, die wird dann komplett geschlossen. Hier ist nochmal zusätzlich, was natürlich auch bei Vento in jedes Fahrzeug eingebaut ist, ein Badfenster und dementsprechend kann man dann auch hier mit dem Duschkopf von außen duschen. Genau, für Tiere, Sportler und so weiter, darüber haben wir schon gesprochen. Ja, schaut euch noch das Video an von dem 600, was war der andere, wo wir das etwas detaillierter gezeigt haben, das Bad? 600L. 600L. Genau. Da gibt es auch von Ventura, haben wir ein eigenes Video gemacht. Ja, das Thema Kühlschrank, da habt ihr euch für eine neue Marke entschieden. Nicht so die üblichen, die man so kennt, Tedford oder Dometic, sondern ihr habt einen neuen Anbieter, der heißt wie? Vitrifrigo. Vitrifrigo. Ja, so. Tatsächlich. Ein Kompressorkühlschrank, der macht richtig kalt. Neue Generation, ja, extrem. Also wir sind da echt sehr, sehr zuversichtlich und eigentlich zufrieden auch. Dieses Modell hier hat 90 Liter und zusätzlich auch nochmal ein Gefrierfach. Mhm. Genau. Die machen wirklich kalt. Also das ist so, der Kompressorkühlschrank ist natürlich dem anderen überlegen, wenn es sehr heiß ist. Natürlich. Und er kann auch bis minus 18 Grad, also nicht nur bis minus 8 oder bis minus 10, was andere schaffen. Nee, tatsächlich. So, hier vorne habe ich Schalter. Die Schalterelemente sind natürlich in Silber gehalten, alles sehr hochwertig. Also wenn ich zusammenfasse, ihr habt ein hochwertiges Konzept, also im Prinzip Kastenwagen, nicht High-End, sondern schon gehoben, oder? Kann man schon so sagen. Kann man so stehen. Muss ja auch vom Preis her am Schluss auch bezahlbar sein. Ist das okay? Was sagen die Kunden zu der Preisgestaltung bei euch? Jetzt für so ein Fahrzeug jetzt komplett ausgestattet für rund 65? Genau, also ich denke immer, dass da Preis-Leistung extrem gut unterwegs sind. Die Leute, ich hatte es auch schon mal erwähnt, wir haben nicht unbedingt die Einsteiger, sage ich jetzt mal, die in dem Kassensegment unterwegs sind. Das Fahrzeug, wo wir hier drin sind, ist sage ich mal, so ein Premium-Fahrzeug, wo eigentlich schon alles mit drin ist, was man so braucht. So, die Klimaanlage, die gibt es extra, wie wir eben erfahren haben, roundabout 2.000 €. Da muss man sich erkundigen. Wenn ich so ein Fahrzeug auf der Messe bestelle, im Moment ist ja ein Riesenrun auf Reisemobile. Wie lange muss ich denn warten? Aktuell würde ich sagen, sind wir so Richtung Februar, März. Welche Fahrzeuge, ist natürlich auch abhängig vom Baureihen. Aber da versuchen wir tatsächlich schon, das so zu organisieren, dass man da keine 12 Monate Wartezeit hat. Ja, aber es ist ein Riesenrun. Ja. Ihr habt unglaublich viele Händler, die sind hier verteilt auf Deutschland, oder wie läuft das mit dem Vertrieb? Wir haben insgesamt um die 40 Händler, die europaweit verteilt sind, mit dem Fokus natürlich extrem auf Deutschland. Da haben wir so um die 28 müssen es mittlerweile sein, die eigentlich in jeder Region zu finden sind. Ja, Ventura, www.ventura.de, eine neue Marke. Ab und zu sieht man sie schon, aber sie kommen schwer und sie haben ein ganz tolles Aufstelldach, sogar mit einem Heki integriert, mit Panorama, allem drum und dran. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, Dimitri. Wir gucken uns noch ein, zwei andere Autos an. Ist es schlimm im Film oder geht's jetzt? Ich gewöhne mich so langsam dran, genau, ja. Corona mit Maske filmen, ja, das ist auch ein Novum für dich. Du kommst aus dem Radio, hast moderiert mit Maske, alles ein bisschen dumpfer oder geht's? Ja, dumpfer auf jeden Fall, aber... Muss sein. Also ich sag mal, der Schutz ist das Wichtigste von allem. Ja, vielen Dank, Dimitri. Sehr gerne.